wir fahren schneller. Wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller. Unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, spiegelglatt. Kanye Yadam wurde 1977 in Atlanta geboren. Sein Vater, ein ehemaliger Black Panther, war Fotojournalist, seine Mutter Englischprofessorin. Als er 3 war, ließen sich seine Eltern scheiden und Kanye zog mit seiner Mutter nach Chicago, wo sie an der State University die Fakultät für Englisch leitete. Kanye wuchs die meiste Zeit in Oak Lawn, einem überwiegend weißen Vorort Chicagos, auf. Mit 5 schrieb er seine ersten Gedichte. Als Grundschüler begeisterte er sich für Musik und Zeichnen. Als Drittklässler begann er zu rappen. Als Siebtklässler erste Tracks zu produzieren, die er ab Mitte der 1990er an lokale Rapper verkaufte. Nach Abschluss der Highschool ging Kanye mit einem Stipendium an Chicagos Kunstakademie und wechselte bald an die Fakultät seiner Mutter. Mit 20 brach er das Studium ab, um sich ganz der Musik zu widmen. Dabei entwickelte er seinen eigenen Chipmunk-Soul genannten Stil, der auf den beschleunigten Stimmen klassischer Soul-Aufnahmen basierte. 2000 begann er für das Label des Rap-Moguls Jay-Z zu produzieren, im Folgejahr auch für Jay-Z selbst. Obwohl Kanye nicht der gewandteste Rapper war und sich anders als praktisch alle zu der Zeit erfolgreichen Rapper nie als Drogenhändler, Zuhälter oder anderweitige Verbrecher hervorgetan hatte, gab er die Hoffnung auf eine eigene Rap-Karriere nicht auf. Im Herbst 2002 schlief er bei der Heimfahrt vom Tonstudio am Steuer ein, kollidierte frontal mit einem anderen Auto und wurde auf die Intensivstation eingeliefert. Er hatte einen mehrfachen Kieferbruch erlitten und sein Mund wurde zur Heilung für mehrere Wochen verdrahtet. Noch in dieser Zeit, in der er nur Murmeln und flüssige Nahrung zu sich nehmen konnte, produzierte Kanye das Demo seines ersten Hits Through the Wire, in dem er den Unfall künstlerisch verarbeitete. I Spit It Through the Wire Man. Über den gepitchten und geloopten Refrain von Chaka Khans Ballade Through the Fire erzählte Kanye, wie er sich nach dem Unfall wie andere Rapper nach einer Prügelei oder wie Michael Jackson nach einem üblen Bühnenunfall gefühlt habe. Er verglich seine Gesichtsverletzungen mit denen des afroamerikanischen Teenagers Emmett Till, der 1955 brutal ermordet wurde, weil er einer weißen Frau hinterhergepfiffen haben soll. Und er war stolz, im selben Krankenhaus zu liegen, in dem der berühmte Rapper Notorious B.I.G. seinen Schusswunden erlegen war. Kanye hatte die Rezeptur für seinen künftigen Erfolg gefunden. Statt auf gnadenlosen Gangster zu machen, erzählte er mit Witz aus dem Leben eines Größenwahnsinnigen. Thank God I ain't too cool for the safe build. Noch wichtiger als sein Storytelling aber war, da machte sich Kanye nichts vor, seine Musik. I saw it as a simple math project. If I can rap 70 to 80% as good as the beats are, I'll be successful. Und damit die Musik auch wirklich so gut wurde, entwickelte er sich zu einem schwer loslassen können Perfektionisten. Er ließ den vielfach kopierten Chipmunk Soul hinter sich und fand Inspiration in so unterschiedlichen Stilen wie New Wave, House, Punk, Gospel und Rock. Kanyes musikalische Akribie stand in Kontrast zu seinen spontanen öffentlichen Ausbrüchen. Wiederholt stürmte er bei Preisverleihungen auf die Bühne, wenn er mit dem Juryentscheid nicht einverstanden war. 2007 starb Kanyes Mutter an den Komplikationen einer Liposuktion. In den folgenden Jahren sah er sich zunehmend als religiöser Heilsbringer. 2008 verkündete er I'm like a vessel and God has chosen me to be the voice and the connector. Für den Titel seines 2003 erschienenen Albums wandelte er Jesus mit seinem Spitznamen Yee zu Yeezus ab. Wie viele erfolgreiche Rapper vor ihm ging Kanye auch in die Mode.
Doch ihm gelang es als erstem sogleich mit Top-Marken zu kollaborieren. Seit 2009 entwarf Kanye Turnschuhe für Nike. 2011 lancierte er sein eigenes Label für Frauenmode und ab 2015 mit Adidas einmal jährlich seine Kollektion Yeezy. 2015 verkündete Kanye, sich 2020 um das Amt des US-Präsidenten zu bewerben. Nachdem Donald Trump 2016 die Wahlen gewann, verschob er sein Ansinnen auf 2024, um dessen Wiederwahl nicht in die Quere zu kommen. Hatte Kanye 2005 noch einen kleinen Skandal ausgelöst, als er während der Live-Übertragung eines Benefizkonzerts über den damaligen republikanischen Präsidenten gesagt hatte, George Bush doesn't care about black people, bekundete er jetzt wiederholt seine Unterstützung für den xenophoben und weißen Republikaner Trump. 2018 erklärte Kanye gar die Versklavung der Schwarzen für selbst gewollt. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Kanye wurde für diese Äußerung und seine Sympathien für Trump stark kritisiert, aber seinem Erfolg tat das keinen Abbruch. Sein Joint Venture mit Adidas wurde mittlerweile auf einen Marktwert von über $1 Milliarde geschätzt. Er gründete das Architekturbüro Yeezy Home und entwickelte ein Fertighaus für ein soziales Wohnprojekt. Und als er auch noch verkündete, fliegende Autos produzieren zu wollen, warum nicht? Kanye war in der letzten Dekade zum ersten globalen Metastar geworden. Während die Weißen sich immer tiefer in ihrem Spezialwissen vergruben, war es einem Schwarzen vorbehalten, der Leonardo da Vinci des 21. Jahrhunderts zu werden. Egal welches Metier Kanye sich vornahm, der Erfolg schien ihm sicher. Sogar seine Familie zählte zu diesen Metiers. Seit 2012 war er mit dem Reality-TV-Star Kim Kardashian liiert und sie bekamen 4 Kinder. Kim war selbst ein Megastar mit eigener Kosmetiklinie und Spiele-App und besonders berühmt für ihre maximalistischen Schönheitsoperationen, bei denen sie sich ihre Augen und Lippen vergrößern und regelmäßig Fett in Po und Brüste spritzen ließ. Der Einzige, der Kanye noch stoppen konnte, war er selbst. Plötzliche nächtliche Kaskaden von lobhudelnden oder bitterbösen Tweets deuteten an, dass er starken Stimmungsschwankungen unterlag. Ende 2016 wandte er sich während eines Konzerts an den abwesenden Jay-Z. Call me, bro. You still ain't called me. Jay-Z, I know you got killers. Please don't send them at my head. Please call me. Dann brach er das Konzert ab und wurde in die Psychiatrie eingeliefert. Kanye verschwand für ein Jahr aus der Öffentlichkeit. 2018 erklärte er, dass er wegen der starken Schmerzen nach einer Liposuktion opioidsüchtig geworden sei und rappte über seine manisch-depressive Störung. That's my superpower, nigga. Ain't no disability. I'm a superhero. I'm a superhero. Im folgenden Jahr begann er jeden Sonntag einen Gospelchor zu sich nach Hause einzuladen, ihn mit Yeezy-Turnschuhen einzukleiden und mit ihm Gospel- und R&B-Klassiker und seine eigenen Hits zu singen. Kanyes zunehmende Spiritualität ging mit offener Sympathie für Männer einher, die des sexuellen Missbrauchs oder anderer Übergriffe gegen Frauen angeklagt waren. Die Rapper XXXTentacion und 6ix9ine, der Comedian Louis C.K. und eben Donald Trump. Was nicht bedeuten sollte, dass Kanye Gewalt verherrlichte. Er verachtete nur Frauen wie Schwarze, die sich vorrangig als Opfer verstanden. Jeder Mann und jede Frau war ihr eigener Herr, einzig Gott untertan und bestimmt, sich und seine Umwelt frei zu gestalten. In archaischen Kulturen äußerte sich dieser Gestaltungswille in Darstellung enormer Falli. Auch das Alte Testament, dem er sich jetzt in seinen Bibelstudien vermehrt widmete, war noch voller Penisumschreibungen wie Schenkel, Fleisch, Stock, kleiner, Gerät oder Planke. Die christliche Kirche aber hatte in Konspiration mit den römischen Herrschern aus der Planke, mit der Adam die Männin Eva geschaffen hatte, eine Rippe gemacht. Der Kult um Marias Jungfernzeugung war die kastrierte Spiegelung dieser ursprünglichen männlichen Jungfernzeugung. Gottes Sohn wurde ohne Samen geboren und gab auch seinen eigenen Samen nicht weiter. Fortan vergewisserten sich Männer ihrer Potenz, vor allem noch destruktiv. Der Penis wurde als Waffe uminterpretiert.
Mann zu sein bedeutete, zu schießen und zu vergewaltigen. Auch wenn Menschen heute durch die Allgegenwart von Porno mehr penetrierende Penisse denn je sahen, so doch nie zum Zwecke der Fortpflanzung, weder auf der Seite der Darsteller noch auf der Zuschauer. Es gab keine Pornos, die statt mit Cumshots 9 Monate später mit der Entbindung endeten. Und wer als Mann Pornos schaute, tat dies in der Regel, um seinen Samen nutzlos ins Leere zu spritzen. Sein folgendes Album nannte Kanye Yadam und es handelte von dem Versuch, dem die männliche Potenz negierenden, nekrophilen Marien- und Jesuskult einen vitalistischen, reproduktionspositiven Adamskult entgegenzusetzen. Auf dem Cover war erstmals Kanye selbst zu sehen, wie er, in Umkehrung des Tod verkündenden Kreuzes Jesu, einen riesigen Phallus aus violettem Samt schulterte. Der Phallus war mit kleinen grün genoppten Bällen bestickt, die SARS-CoV-2 darstellten. Für Kanye war das Virus, das die Alten und Kranken hinraffte und die Kinder verschonte, ein Wink Gottes, sich munter fortzupflanzen. Seine Konzerte wurden der Epidemie wegen abgesagt und Kanye trug stattdessen den Phallus singend durch die Lande, begleitet von immer mehr es ihm gleichtuenden Yadams genannten Männern. Für sie wurde im Gegensatz zu Kanye nur der Plural Yadams benutzt. Auch ein einzelner, sich zum Yadamismus bekennender Mann war ein Yadams. Die Tournee sollte sie durch Großstädte, Einöden und Wüsten führen, begann aber in der ursprünglichen Männerbastion, deutsch Südost. Kanye kam, um die Männer aufzurütteln und an ihre wahre Bestimmung zu erinnern. Fickt und pflanzt euch fort. Seiner rot und blond gefärbten Haare und seines schillernden Aufputzes wegen erinnerte er viele Dessauer an den Rattenfänger von Hameln. Auch wenn er im Gegenteil als Befreier kam, griff er die Assoziation spielerisch auf, färbte seine Haare in weiteren Farben, trug purpurne lange Unterhosen, kombiniert mit einem gestrickten grünen Bauchwärmer und ließ seinen lilafarbenen samtenen Phallus zu einer Flöte umbauen. In Variation der Flagge der Bastion weißer Männer, wie auch des christlichen Kreuzes, schwenkte sein Gefolgefahnen mit diagonalem violetten Kreuz auf weißem Grund. Von Zeit zu Zeit schrien und schüttelten sie sich, spuckten und tanzten kompulsiv, um böse Geister abzuwehren, die es darauf abgesehen hatten, ihre Penisse zu schrumpfen und in den Körper zu stülpen. Machte die Truppe Rast, führte sie Penetrationssketche auf, vollführte akrobatische Tricks with Dicks und spielte mit neugierigen You Show Me Yours in I Show You Mine. Wann immer die Yadams in einen neuen Ort einzogen, wurden sie von Yivas, weiblichen Anhängern des Yadamismus, mit einer Street-Pole-Darbietung begrüßt, bei der Orts- und Verkehrsschilder als Tanzstangen fungierten. Die Yivas trugen 2 gefütterte, vulvaförmige Lappen als Epauletten.